Als erstes spazieren wir zum Spar am Schottentor. Das ist ein wahres Schlemmerparadies in der Wiener Innenstadt und hier findet ihr zahlreiche frische Theken, bei denen ihr Wurst und Käse frisch aufgeschnitten bekommt. Besonders hervorheben möchte ich außerdem die Market Kitchen. Hier bekommt ihr frische Currys und Bowls zum Mitnehmen und zu wirklich fairen Preisen. Ich habe mir eine Bowl mit Erdnuss und Hühnchen mitgenommen. Im Gebäude gibt es übrigens auch ein Restaurant, wo ihr euch Frühstück, Mittag oder Abendessen schmecken lassen könnt. In diesem Video gehen wir gemeinsam einkaufen. Ich zeige dir, welche Supermärkte es in Wien gibt, von günstig bis Premium, und gebe dir praktische Tipps für deinen Einkauf. Im Spar am Schottentor ist aber nicht nur die große und exklusive Auswahl besonders, sondern auch das Gebäude selbst. Denn hier shoppt ihr in der ehemaligen Zentrale des Wiener Bankvereins. Der Wiener Bankverein war eine Großbank der Donaumonarchie und 1912 eröffnete sie hier ihr Hauptquartier. 2016 und damit viele Bank- und Wirtschaftskrisen und Eigentümerwechsel später wurde der Bankbetrieb geschlossen. In der historischen Kassahalle ist heute der soeben vorgestellte Spar-Supermarkt untergebracht. Wenn ihr genau schaut, findet ihr aber noch einige Erinnerungsstücke an die Geschichte des Hauses. Spar hat in Wien aber nicht nur Premium-Geschäfte, sondern auch ganz reguläre Supermärkte. Was ich super finde, alle Märkte haben immer eine frische Theke, wo du dir Wurst und Käse frisch aufschneiden und auch gleich einen Weckerl geben lassen kannst. Und noch ein Budget-Tipp, es gibt auch eine hauseigene Discount-Marke. Die ist besonders günstig. Wir spazieren weiter zum nächsten Supermarkt, dem Billa am Hohen Markt. Und das dauert nicht besonders lange, denn Österreich zählt zu den Ländern mit der größten Supermarktdichte Europas. Und das sieht man auch in Wien. Hier findest du praktisch an jeder Ecke eine Einkaufsmöglichkeit. Die kurzen Wege machen natürlich auch das Einkaufen einfacher und der durchschnittliche Österreicher geht 1- bis 2-mal in der Woche in den Supermarkt. Wir sind jetzt beim Billa am Hohen Markt angekommen. In diesem Luxustempel findest du in mehreren Stockwerken Delikatessen wie auch ganz normale Lebensmittel. Billa hat eines der größten Filialnetze in Wien, sowohl mit Premium-Filialen wie dieser hier am Hohen Markt, besonders großen Märkten, die nennen sich dann Billa Plus, oder ganz normalen Supermärkten. Und Billa hat, genauso wie der Konkurrent Spar, immer eine frische Theke in seinen Filialen. Die nutze ich immer wieder gerne, um mir eine Wurstsemmel mit Gurkel zu holen. Das ist ein typischer Wiener Snack, den ich übrigens auch schon in meinem Wien für wenig Geld Video vorgestellt habe. Und noch ein Spartipp, auch Billa hat eine hauseigene Discount-Marke, nämlich Clever. Auch die bekommst du in allen Filialen. Wenn du das Video hilfreich findest, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön. Vom Billa am Hohen Markt spazieren wir zum Palais Kinski auf der Freyung. Denn hier ruht der Gründer der Billa-Märkte, Karl Wlaschek. Er hatte in den 1960ern die Idee, einen Lebensmittel-Discount-Markt zu eröffnen. Somit lag auch der Name Billa für billiger Laden auf der Hand. Und in diesen Geschäften kam ein völlig neues Konzept zum Einsatz, nämlich das der Selbstbedienung. Selbstbedienung war bis dahin nämlich völlig unüblich. In den 90ern verkaufte Karl Wlaschek Billa an die deutsche Rewe-Gruppe. Er selbst war danach in der Immobilienbranche aktiv und kaufte unter anderem das Palais Kinski in der Wiener Innenstadt. Und dieses schöne Palais sollte auch seine letzte Ruhestätte werden. Denn hier ließ er für sich und seine Familie ein Mausoleum errichten. Grabstätten auf eigenem Grund sind in Wien eigentlich nicht erlaubt, außer das Grundstück hat mehr als 2000 Quadratmeter. Und auch wenn das Palais Kinski von vorne schmal wirkt, es geht wirklich sehr lange nach hinten, bis man am Ende des zweiten Innenhofs das Familienmausoleum der Wlascheks erreicht. Jetzt noch eine Info zu den Öffnungszeiten. Die meisten Supermärkte öffnen unter der Woche, also von Montag bis Freitag, ungefähr um 7:40 Uhr. Schließen tun sie zwischen 19 und 20 Uhr. Und am Samstag ein bisschen früher, nämlich schon gegen 18 Uhr. Und noch ein wichtiger Hinweis, am Sonn- und Feiertag haben alle Geschäfte und somit auch die Supermärkte in Österreich geschlossen. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Supermärkte auf Bahnhöfen, Flughäfen oder in Touristengebieten dürfen auch am Sonn- und Feiertag offen halten. Das hier ist zum Beispiel der Billa am Bahnhof Wien-Praterstern. Wenn du den besuchst, solltest du aber gute Nerven mitnehmen. Er ist nämlich meistens super voll. Oder du gehst zu einer Tankstelle. Hier kooperieren viele mit Billa oder Spar und haben somit auch ein ganz gutes Sortiment. Wo du am Sonntag in Wien einkaufen gehen kannst, sowie alle im Video vorgestellten Geschäfte, findest du übrigens im Blog auf meiner Website www.gretewalz.com. Jetzt noch ein praktischer wie sprachlicher Tipp. Wenn du in den Supermarkt gehst, solltest du ein Sackerl mitnehmen. Das ist nämlich der österreichische Begriff für Tüte oder Tragtasche. Wenn du das Sackerl vor Ort kaufst, musst du in der Regel dafür bezahlen. Und auch fürs Entsperren vom Wagerl, also dem Einkaufswagen, solltest du ein paar Münzen dabei haben.
Als nächstes sehen wir uns die Discounter an. Dafür gehen wir zunächst zum Hofer. Hofer ist übrigens das österreichische Äquivalent zu Aldi. Hier findet ihr Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs. Was ich außerdem super finde, ist die Backbox mit frisch gebackenem Brot. Außerdem haben sie eine hauseigene Gourmetmarke und eine hauseigene Biomarke Zurück zum Ursprung. Bioprodukte sind übrigens generell ein großes Thema in österreichischen Supermärkten. Egal ob Spar, Biller oder Hofer, sie haben alle eine eigene Bioproduktlinie, die regionale Hersteller und österreichische Bauern unterstützt. Und auch Discounter wie Penny oder Lidl können damit punkten. Auch die findest du in Wien und auch sie haben eine eigene Biolinie sowie frisch gebackenes Brot in den Filialen. Übrigens, wenn du noch auf der Suche nach Mitbringsel aus Wien bist, wirst du auch im Supermarkt fündig. Welche das sind, habe ich bereits in meinem Video zu Souvenirs aus Wien erklärt. Ich verlinke sie gleich hier. Viel Spaß damit!